Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Suicide of Rachel Foster. Ein Spiel, was ich mir ganz anders vorgestellt hatte. Schön, dass ihr wieder da seid. Mir ist noch eingefallen, ich könnte mal wieder M drücken und gucken. Vielleicht kann ich mir das Hohlspiegelmikrofon, das ich gefunden habe, dabei helfen, das Klirren ausfindig zu machen. Ja, ich mache es doch. Aber ich finde es einfach nicht. Ich finde es einfach nicht. Ich finde es halt auch echt schwer mit den Stockwerken, dass man das schon mal gar nicht checkt. Wobei ich schon klingt. Also ich finde, es klingt so, als was über mir, aber ich weiß es halt nicht. Ist das random oder bedeutet es, ich bin richtig? Jetzt ist es halt sehr laut. Oder muss ich noch eins hoch? Kann ich irgendwo eins hoch? Nee, oder? Ich kann doch nirgends hoch. Weil. Ich meine, es wurde ja auch vorhin was gesagt mit Dachboden, aber. Es ist wirklich ein unangenehmer Moment, dass ich genau jetzt hier nicht weiterkomme. Jetzt entferne ich mich ja wieder. Das ist halt auch super laut, aber das will sie ja nicht nehmen. Wahrscheinlich laufe ich dran vorbei. Oder ging es irgendwo nach oben, Leute? Nee, oder? Oder kann ja erzählen. Geht zum Museum. Ich flipp gleich aus. Ich weiß einfach nicht wohin. Mist. Leute, ich glaube, ich hole mir kurz einen Tipp, weil ich das nicht lang aushalte, danach zu suchen. Nicht, weil ich ungeduldig bin, sondern eher aus psychischen Gründen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mich extra nicht selber gespoilert, also ich habe auch nicht nachgeguckt im Internet, sondern ich habe jemanden gefragt, der das schon gesehen hat und habe gemeint, ich will keine Lösung, sondern einen Tipp. Ich habe den Tipp bekommen,
rechte Seite des Gebäudes und grob Nähe da, wo ich die Taschenlampe gefunden habe. Das Problem ist, was ist die rechte Seite? Okay, warte, die rechte Seite ist nicht das Museum. Das heißt vom Museum weg und da, wo ich die Taschenlampe gefunden habe. Die Taschenlampe. Okay, also ich bin schon mal auf der falschen Seite. Aber die Taschenlampe habe ich unten gefunden, oder? Ich weiß noch, es war so eine Abstellkammer, irgendwie sowas. Oh Gott, ich bin nie hier lang gegangen. Das ist laut gerade. Aber wo war denn nochmal die Taschenlampe? Bin ich jetzt doof? Wo war denn dieses verdammte Zimmerchen? Oder war es nochmal eins runter? Nee, bei eins runter bin ich ja ganz weg. Das ist der Nachteil, wenn man nicht streamt. Man hat keine Hilfe so richtig. Warte mal kurz. Auf der Treppe fühle ich mich einigermaßen sicher. Oh, jetzt hat er... Die Master Suite ist auf der rechten... Also es ist in der Nähe. Wo war dieses Zimmerchen? Wo war das Zimmerchen? Aber stopp mal, das Zimmerchen war beim Museum. Wartet mal kurz. Wenn ich jetzt hier links gehen würde. Da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Das ist jetzt nicht die rechte Seite, aber da habe ich die Taschenlampe her. Oder? Aber ich muss bestimmt nochmal durch. Das macht keinen Sinn. Der Tipp hat mir nicht geholfen. Scheiße, ich bin lost. Rechte Seite.
klingt so nah, aber ich finde einfach nichts. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh Mann. Hier kann es irgendwie nicht sein. Es muss unten sein. Wieso ist das so schwer? Der Wolf ist auf die rechte Seite. Es muss irgendwo hier sein. Es muss der Wolf, also nicht der Wolf sein, aber... Ja, es ist gar nicht die Street. Hä? Ah. Leute, ich muss mir noch einen Tipp holen. Es macht mich zu sehr wahnsinnig. Ich weiß, es macht einen richtig guten Eindruck, aber ich brauche einen weiteren Tipp. Es tut mir leid. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe mir noch einen Tipp geholt. Und ich war offenbar generell ganz falsch. Ihr erinnert euch, ich habe ja gesagt, ist es vielleicht am Dachboden oder wie komme ich denn da hoch? Aber es ist scheinbar nochmal weiter unten. Und das hätte ich halt nicht gedacht. Aber da war ich jetzt einfach, ich habe zu eingeschränkt gedacht einfach. Aber mehr weiß ich nicht, ich weiß nur unten. Weil hier scheint's. Hä? Ist das wieder verloren? Ich flippe gleich aus. Hab ich es nicht mehr mit Chips hinbekommen? Okay, ich glaube aber auch nicht, dass es unten ist. Ich glaube nicht, dass es unten ist. Ich glaube, es ist irgendwo jetzt hier, aber... Ist das Bild? Warum hat es nicht gemeldet?
Ich habe auf Melden geklickt. Hä? Ich verstehe diese Spiele nicht. Okay, was ist auf der anderen Seite der Wand? Das. Ich bin wieder beim Ballroom. Ich werde gleich wahnsinnig. So. Ich kann auch beim Ballroom noch nach links hinten. Ich habe mich dran gewöhnt. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Vielleicht hast du recht. Ich werde das ganze Hotel ausräuchern lassen müssen. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Also ich muss ja sagen, ich bin wirklich froh, dass das Geräusch weg ist. Ja. Oh, Tag 8. Gott sei Dank. Das Ding ist, ich glaube, ich erwarte die ganze Zeit zu viel. Also ich erwarte Schlimmeres, als dann tatsächlich passiert. Aber sie arbeiten so gut mit den Geräuschen. Warum bin ich in der Kirche? Warum? Hab ich schon gesagt, sie arbeiten gut mit Geräuschen? Warum bin ich denn jetzt in der Kirche? Kann mir das mal einer erklären? Ich kann meine Taschenlampe nicht rausholen. Ich kann gar nichts rausholen. Gut. Soll ich hier nochmal irgendwas machen? Also hat es Sinn und Zweck, oder?
Lauf mich halt hier immer ständig. Wahnsinnig macht mich das. Warum ruft sie ihn nicht? Warum macht sie nichts? Das irritiert mich. Naja, wie gibt's das Essen? Wahrscheinlich muss ich jetzt auf mein Zimmer zurück, wenn irgendwas passiert. Nicht zum Wolf, alles klar. Hä, ich kann nicht mehr meine Map aufrufen. Warum? Hä? Also manchmal frage ich mich, ob das Spiel ein bisschen Probleme hat tatsächlich, weil... Ja, warum sollte ich denn jetzt nicht die Map öffnen können? Kann ich ja immer öffnen. Okay, das ist die Folge der Probleme. Ich nenne sie so. Die Folge der Probleme. Ich will mal ein bisschen Gitarre spielen. Hä? Wieso steht da Inventar? What? Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Das werde ich tun. Die Kirche ist gruselig. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Mir gefällt Nikki. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Also ist jetzt der Plan echt, ich soll in die Kirche gehen? Nochmal. Ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber mein Schlafwandel muss ein Zeichen sein. Wow. Ich dachte schon, okay, das Spiel ist broken, aber okay. Das hatte alles einen Sinn. Die Kirche, Leute, das ist ein tolles Zeichen. Das macht mir richtig Lust, dorthin zu gehen. Wobei, ich habe gerade vergessen, wie ich hinkomme. Ich bin von unten gekommen. Das weiß ich noch. Aber das war's halt auch. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. Du glaubst also nicht, dass ich verrückt bin. Lass uns göttliche Vorhersehung einmal ausschließen. So you're excluding the idea that I received our Lord's calling in the dream? I never thought about that. Sister Nicole doesn't sound bad at all, though.
fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. Hier. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe Sorry? place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Oh Gott. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... Treppe runter um die Ecke. Da Wow. ist der Weg vor deiner Nase. Total mystery. Wanna play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to Von mind. welche Treppe? Von der Kirche aus? You wanna play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. Für Horror, mir hat das Phantom der Oper immer gefallen. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. Ich hab's nie gelernt. Ich verschone dich damit. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking.
Frage, soll ich mich jetzt in der Küche weiter umsehen, oder? Ach ja, die Schlafsäcke, eben. Da hab ich mich ja eh schon gewundert. Someone broke into the church. Some fucking screwed up Oh, camper. your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Okay, okay. You practicing for the church choir now? Ah, I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Der weiß mir echt zu viel. Erzähl mir von deinem Vater. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's Tut mir leid. it's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Bild von Heiligen. What'd you The find? paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Ich wette, wir kommen irgendwann noch auf den Dachboden. Ich glaube, der enthüllt sehr viele Geheimnisse. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich denn hier noch machen soll. Also ich meine, hier sind ja diese Bretter runtergefallen, oder kann ich offenbar nicht sagen. So die Treppe runter, um die Ecke, vor deiner Nase. Ich weiß gerade nicht, dass ich irgendwas übersehe in der Küche. Nee, es muss eigentlich alles gewesen sein. Das sind einfach irgendwelche Blätter. Ich habe hier, glaube ich, nichts mehr. Jesus will sie nichts sagen. Zum Rest auch nicht. Dann muss ich hier wieder gehen, wa? Wahrscheinlich nicht die Treppe runter, ums Eck. Und dann irgendwas mit vor der Nase, was nicht wie ein Weg ausschaut. Irgendwie so. Aber... da gerade ein Brett rechts davon? Oh, shit. Das ist der Spruch.
Ach, die Treppe und dann... Schön mit dem Schnee. Oh mein Gott. Ich liebe sowas. Sowas Schräges, Krankes. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. Hier unten würde niemand wohnen. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Oh, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. The speech therapy. Das hat sie offenbar gebraucht. Ein Taschenrechner. Notenblätter. Die Tafel. Was heißt retard? Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was das heißt. Was heißt retard? Schlüssel. Breadcrumb. Brotkrumen. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Ja, dieses Coconut-Buch, das hatten wir auch. Eine Dose. Yes. Bin erschrocken. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Du bist keine Hilfe? Nein. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means? What?
What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Ich müsste die Folge eigentlich schon längst beenden. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Konzentriere dich, Nicole. Ich muss meine Schritte zurückverfolgen. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Und damit, meine Lieben, beende ich diese Folge. Es ist echt packend jetzt und ich kann es kaum erwarten, diesen Schlüssel mit dieser Spieluhr zu verwenden. Bleibt dran, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.